Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki. Frohes neues Jahr. Akemashite omedetou gozaimasu. Ich wünsche euch viel Glück, Liebe, Gesundheit, Erfolg und alles Gute. 今年もどうぞよろしくお願いします。Und heute zeige ich euch, wie man Mochi machen kann. Mochi besteht aus Klebreis und Mochi wird in Japan sehr oft gegessen, insbesondere am 1. Januar. Und ich zeige euch verschiedene Sorten von Mochi. Das ist Mochi. Dann, los geht's! Zutaten für Mochi brauchen wir Klebreis. Damit kann man Mochi machen. Klebreis heißt auf Japanisch Mochigome. Mochigome. Mit Mochigome kann man Mochi selber zu Hause machen. Und ich koche heute diesen Klebreis mit einem Reiskocher, aber man kann auch mit einem Topf kochen. Ich habe ein Video darüber, wie man Reis mit einem Topf kochen kann. Diese. Damit kann man auch diesen Klebreis kochen, aber für Klebreis braucht man ein bisschen weniger Wasser. Und ja, ich benutze heute diesen Klebreis, 450 Gramm Klebreis und 400 Milliliter Wasser. Dieser Klebreis kommt aus Thailand, ich habe das in einem Asia-Supermarkt gekauft. Man kann auch im Internet bestellen. Ich habe einen Link in der Videobeschreibung geschrieben. Ihr könnt auch diesen Klebreis bestellen. Und in diesem Video zeige ich euch verschiedene Sorten von Mochi. Erstens Kinako Mochi. Das ist Kinako. Und Kinako und Zucker zusammen mischen und mit Mochi zusammen essen. Und zweitens Sojasauce mit Zucker. Das schmeckt auch sehr gut. Und drittens mit Anko, also Zensai. Diese drei Varianten zeige ich euch in diesem Video als Zusammenfassung. Dann wasche ich als erstes diesen Klebreis und koche ich dann diesen Klebreis. Ich habe den Klebreis gewaschen, deswegen koche ich jetzt diesen Klebreis. Dieser Klebreis hat 450 Gramm und das gebe ich hier in die Schüssel für Reiskocher. Hier habe ich 450 Gramm Klebreis, also 3 Portionen. Ich gebe dann 400 Milliliter Wasser. Wie ihr hier sehen könnt, bei Sweet 3 Portionen. Normalerweise koche ich meistens mit diesem White, also normalen Reis, und ungefähr 3 oder ein bisschen über 3. Aber wenn man Mochigome, also Klebreis kochen möchte, braucht man nicht so viel Wasser. Und hier kann man gucken bei Sweet. Ich koche heute diesen Klebreis mit einem Reiskocher, aber wenn man keinen Reiskocher hat, dann kann man mit einem normalen Topf kochen. Und wie man diesen Klebreis mit einem Topf kochen kann, habe ich in einem Video gemacht. Dort habe ich gezeigt, wie man Reis waschen und kochen kann. Und Dosierung für Reis habe ich auch gezeigt. Aber für Mochi-Reis, also Klebreis, braucht man ein bisschen andere Dosierung. Wenn man wie ich machen kann, dann 450 Gramm Klebreis und 400 Milliliter Wasser. Ansonsten kann man selber gucken, wie viel Reis und Wasser geben kann. Ich koche dann diesen Klebreis mit normalem Kochmenü und einfach starten. Das ist mein Lieblingsgerät, Reiskocher. Und dieser Reiskocher ist von Sojirshi. Und man kann das auch in Deutschland im Internet kaufen. Ich habe einen Link für einen Reiskocher in der Videobeschreibung geschrieben. Solange der Klebreis gekocht wird, werde ich dann auf einige Dinge vorbereiten.
Ich brauche für Mochi diesen Kartoffelmehl, damit der gekochte Crepe-Reis nicht miteinander geklebt werden. Und ich gebe hier Kartoffelmehl. Für Kinako-Mochi bereite ich mich mal dann auf Kinako. Diesen Kinako gebe ich in eine Schüssel. Wie viel man Kinako-Mochi machen möchte. Man kann viel Kinako reintun und man kann auch in einem Tupperwaren aufbewahren. Also gib einfach mal. Dieses Produkt hat kein Zucker drin, deswegen gebe ich selber Zucker in die Kinako-Pulver. Aber muss man gucken, möglicherweise gibt es schon mal Zucker drin, was ihr gekauft habt, muss man selber gucken. Wenn man Kinako ohne Zucker kauft, dann schmeckt nicht so süß, deswegen muss man Zucker geben. Und für Kinako-Mochi braucht man richtig viel Zucker. Ich gebe normalerweise viel. Ab und zu kann man selber abschmecken, ob Zucker genug ist oder nicht. Ich habe Kinako für Kinako-Mochi zubereitet. Ich habe zum Ende 6 Esslöffel Zucker reingegeben, aber muss man gucken, wie viel man Zucker für Kinako-Pulver braucht. Und dieser Kinako besteht aus Sojabohnen. Deswegen ist Kinako eigentlich gesund. Und man kann diesen Kinako in Milch reingeben und sehr gut verrühren. Dann kann man Kinako-Latte machen. In Japan isst man Mochi auch mit Zuckersojasauce, also Sato-Joyu. Dafür mische ich erstmal vorher Zucker und Sojasauce. Ich gebe dann 1 Teelöffel Zucker, 1 oder 2 Esslöffel Sojasauce. Für die dritte Variante Zensai benutze ich diesen Yude Azuki, also gekochte Azuki-Bohnen. Das kann man auch in einem Asia-Supermarkt kaufen oder online. Links für diesen gekochte Azuki-Bohnen mit Zucker und Kinako-Pulver habe ich in der Videobeschreibung geschrieben. Ihr könnt einfach auch online bestellen. Man kann selber mit Azuki-Bohnen Anko machen, aber das mache ich in einem anderen Video, weil man dafür ein bisschen mehr Zeit braucht und ich möchte euch heute zeigen, wie man Mochi machen kann. Und Zensai isst man oft in Japan, wenn man irgendwas graturieren möchte. In der Dose gibt es schon gekochte Azuki-Bohnen und Zucker. Das muss man nur einfach in einem Topf erwärmen. Ich gebe dann eine Dose gekochte Azuki-Bohnen. Und gebe ich 170 ml Wasser. Dann verrühre ich sie gut und erwärme, bis die Flüssigkeit gekocht werden. Ich muss den Crepe-Reis kneten, aber nicht mit der Hand, sondern mit einer Maschine. Ich benutze heute diese Teigmaschine, aber wenn man keine Teigmaschine zu Hause hat, kann man entweder diesen oder solchen Stange benutzen. Diese hat so verschiedene Zubehör und für Mochi muss man diesen Tipp benutzen. Also nicht für Schlagsahne, sondern das ist für Teig. Damit kann man auch Mochi kneten bzw. sehr gut verrühren. Und wenn man gar keine Maschine hat, dann kann man mit solchen Stangen einfach drücken und Mochi kneten. Und egal was man benutzt, braucht man auch diesen Teigschaber und ein bisschen Wasser. Der Crepe-Reis ist gekocht. Ich gebe dann alle Crepe-Reis hier in die Schüssel rein. Ich lasse dann diesen Crepe-Reis kneten. Man sollte diesen Crepe-Reis
kneten und eine Rundform bringen. Das sollte man machen, solange dieser gekochte Crepe-Reis warm sind. Ich gebe dann diesen Crepe-Reis in die Schüssel, in der es Kartoffelmehl gibt. Dann ich mache eine Rundform und ja, auf dem Mochi, also auf dem Crepe-Reis, gebe ich auch ein bisschen noch Kartoffelmehl. Dann kleben sie nirgendwo. Okay, dann mache ich mal Mochi. Ja, das ist schon mal Mochi, aber so große Mochi isst man nicht auf einmal, deswegen. Und nimm einfach mal so ungefähr auf dem Hand lege ich dann so groß. Und das macht man. Diesen Crepe-Reis bringe ich dann eine Rundform. Sieht man schon? Ein Mochi. Ich nehme ungefähr so viel und dann bringe ich mal eine runde Form. Wenn diese Seite nicht so gut aussieht, kein Problem. Wenn andere Seite schön ist, dann kein Problem. Wenn man auf dem Teller liegt, wegen dem Gewicht wird irgendwie diese Seite flach. Das ist Mochi. Bevor man das isst, dann kann man diesen Kartoffelmehl ein bisschen mit sowas wegmachen. Wenn die Zeit vergeht, wird dieser Mochi ein bisschen härter. Gerade nach dem Kochen kann man einfach selber so essen. Oder man kann auch nochmal in eine Schüssel, gebe ich mal erstmal Wasser rein oder ja, heißes Wasser. Und in Mikrowelle erwärme ich ein bisschen mit Wasser diesen Mochi. Dann kann man dann Kinako-Mochi und so weiter machen. Das zeige ich euch gleich. Ich habe 50 Sekunden mit Mikrowelle Mochi erwärmt und ich prüfe mit einem Hashi. Dieser Mochi ist schon mal schön weich. Dann diese Mochi kann man in die Kinako-Pulver mit Zucker reingeben. Vorderseite und Rückseite. Dann kann man auf den Teller servieren. Dann schon guten Appetit. Das ist Kinako-Mochi. Itadakimasu. Mochi und Kinako harmonieren sehr gut. Man muss aber wirklich viel kauen, sonst verschluckt man sich wirklich und stirbt man, weil Mochi im Hals kleben bleibt. Kinako-Mochi war sehr lecker. Für Mochi mit Sato-Joyu, also Zuckersojasauce, sollte man vorher in kleinen Toaster oder im Ofen ein bisschen backen. Das ist gebackene Mochi und gebe ich das dann in die Zuckersojasauce und ja, tauche ich ein bisschen. Dann kann man schon so essen. Dann Mochi mit Zuckersojasauce, Sato-Joyu, itadakimasu. Guten Appetit. Wenn man ein bisschen salziges essen möchte, dann kann man auch so mitmachen. Erwärmte Mochi und dann darauf gebe ich dann diesen Anko. Das ist Zensai, also Mochi mit Anko, also gewonnen. Das ist schön warm. Lecker. Diesen Azuki, das kann man auch trinken. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video etwas Spaß haben konntet und ihr jetzt Lust auf Mochi habt. Aber bitte wirklich aufpassen, wenn ihr Mochi isst. Viel kauen, vorher Getränke trinken und wenn man sich Mochi verschluckt, dann ruf einfach sofort Krankenwagen. Ja,
Das ist ein bisschen wichtig und muss man ein bisschen aufpassen darauf. Ansonsten viel Spaß beim Mochi-Essen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in dem nächsten Video. Dann, ciao!